Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dieser Folge schauen wir uns die Switchbot Relay 1 und den Switchbot Relay 1 PM mal ganz genau an. Denn diese beiden können nicht nur mit der Switchbot App und über WLAN genutzt werden, sondern auch zum Beispiel mit der Switchbot Cloud auch über Home Assistant. Aber nicht nur das, sie sind ab Werk direkt Meta-fähig und können somit mit Samsung SmartThings oder Apple HomeKit und alles andere, was hier Meta anbinden kann, genutzt werden. Und wo wir es hier von Apple HomeKit haben, wenn ihr zum Beispiel hier so ein Switchbot Log Pro habt und der hier kann gar kein Apple HomeKit, aber diese Geräte befähigen andere Switchbot Bluetooth Geräte in Apple HomeKit nutzbar zu werden. Wie genial ist das denn? Das ist nur eine von vielen coolen Sachen, die wir uns hier in diesem Video anschauen und wir schauen mal, ob der Hersteller wirklich halten kann, was er hier verspricht. Und wenn ihr zukünftig solchen Content, solche Videos nicht verpassen wollt, wisst, was zu tun ist, abonniert den Kanal. Ansonsten, bevor wir uns so total verquatschen, Film ab! Kommen wir nun zum Unboxing vom Switchbot Relay Switch 1 und 1 PM. Und auf der Übersicht können wir schon ein paar technische Highlights sehen. Spannend natürlich unten rechts der Eintrag mit Meta. Ansonsten einen Unterschied sehen wir, wenn wir das Ganze nach links drehen. Und zwar bringt der 1 PM ein Energy Monitoring mit sich, sprich der Strom, der hier durchgeleitet wird, wird gleichzeitig auch noch gemessen. Aber der 1 bringt auch etwas mit, was der 1 PM nicht hat. Dafür müssen wir das Ganze nach rechts drehen. Und damit ist der Eintrag Dry Contacts gemeint, sprich trockene Kontakte, potenzialfrei. Sonst sind die Funktionen absolut identisch. Wir werfen noch mal einen ganz kurzen Blick auf die Unterseite. Und hier können wir die Spezifikationen sehen. Für den einen oder anderen auch ganz spannend. Hier die Maße und auch hier, was bei Max AC oder Max DC möglich ist. Jetzt würde ich sagen, packen wir das Ganze einmal aus. Nach dem Unboxing finden wir folgende Sachen vor. Wir finden erstaunlich viel Papierkram. Zum einen hier die Garantiebedingungen, wir haben eine Betriebsanleitung, Safety-Information und regulatorische Informationen. Natürlich haben wir bei beiden Geräten auch noch den Meta-Code, aber solltet ihr den mal verlieren, kein Problem. Auf der Unterseite ist der Meta-Code auch nochmal hier draufgeklebt und sollte das natürlich mal hinter einem Schalter verbaut sein, dann ist es natürlich blöd, den rauszuholen. In der App gibt es auch eine Möglichkeit, wie ihr den auslesen könnt. Und mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Ich würde sagen, jetzt beschäftigen wir uns mal mit den Geräten im Detail. Schauen wir uns mal die Geräte nun im Detail an. Auf der Oberfläche können wir sehen, dass der Schaltplan hier aufgedruckt ist, je nachdem, ob man eine DC-Verschaltung oder eine AC-Verschaltung anstrebt. Spannend ist, wenn wir das Ganze mal umdrehen. Denn auf der Rückseite haben wir hier diesen Knopf und wenn ihr diesen 15 Sekunden lang gedrückt haltet, dann könnt ihr das Gerät auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Außerdem haben wir hier eine LED verbaut, die in unterschiedlichen Farben leuchtet, je nachdem welchen Status hier das Gerät durchlebt. Ich habe euch aber nichtsdestotrotz aus der Gebrauchsanleitung hier mal die Einträge rausgesucht. Und da seht ihr dann nochmal die unterschiedlichen Farben und Zustände, welches die LED einnehmen kann. Die spannendste Frage, die wir uns doch alle stellen, ist, wie ist das Ganze einzuordnen neben zum Beispiel einem Shelly 1 Gen 3? Der blaue Shelly ist hier Gegenstück von der lilanen Geschichte und der rote Shelly, den ich jetzt nicht parat habe, ist hier Gegenstück zum orangenen. Und wenn wir das Ganze mal so nebendran stellen, dann können wir sehen, dass es mehr oder weniger gleich groß ist. Und wenn ihr es mir nicht glaubt, ich blende euch mal die Maße vom Switchbot ein und die Maße vom Shelly 1 Gen 3. Also, wir haben hier eine Abweichung von 1 mm bei einer Kennzahl, sonst sind beide identisch. Natürlich ist der Formfaktor hier ein anderer. Und wenn ich das Ganze mal so aufstelle, damit wir die Tiefe feststellen können, dann seht ihr, ist das auch gleich. Und wenn ich das so übereinander lege, dann seht ihr, ist das hier eine Linie. Und auch hier können wir sehen, ist das links eine Linie und rechts eine Linie. Da habt ihr keine Überraschungen zu erwarten. Spannend ist folgender Fakt. Shelly lässt hier einen Spalt frei und das ist historisch begründet. Shelly hat mal einen auf den Deckel bekommen, weil hier die Leiterbahnen zu nah beieinander waren und da hätten Spannungsübersprünge stattfinden können und die Potentialfreiheit nicht mehr garantiert werden können. Bei Switchbot scheint das aber hier kein Problem zu sein. Vielleicht muss der VD einfach auch mal ein Auge hier drauf werfen. Jetzt habe ich euch hier unterschiedliche Dosen mitgebracht. Vielleicht seid ihr von einer Sanierung, Renovierung oder Neubau. Die Tipps, die ich jetzt hier gebe, sind unabhängig von den Relais, die ihr benutzt, sind einfach allgemeingültig. Was ihr auf jeden Fall nicht nehmen solltet, sind hier diese ganz schmalen Dosen. Denn wenn ich das mal da reinlege, dann können wir sehen, dass da gar nichts geht. Es geht dann gar nicht zu. Also könnt ihr total vergessen. Richtig spannend wird es, wenn wir hier zum Beispiel eine 50er Hohlwanddose nehmen. Und dann könnte das rein theoretisch auch passen.
Also das wäre noch akzeptabel, wo dann wirklich einer Grad so reingequetscht werden könnte. Aber wenn hier multiple Kabel durchgehen und so weiter, dann wird es wieder kritisch mit so einer 50er. Dann habe ich euch hier zwei 60er mitgebracht und da könnt ihr sehen, da ist wirklich sehr, sehr viel Platz. Und das haben wir auch noch hier in so einer Hohlwanddose. Und dann passt das Ganze hier, wie ihr sehen könnt, wunderbar rein. Und wenn ihr richtig smart seid, gerade bei eurer Sanierung, Neubau, Renovierung, dann nehmt ihr ganz lange Dosen, das ist eine 68er. Und da könnten fast schon 2 Stück reinpassen. Natürlich mit Kabel muss man ein bisschen aufpassen. Das geht auf jeden Fall. Dann könnt ihr auch noch diese Elektrikerdosen nehmen. Die haben dann seitlich hier noch so eine Tasche. Da könnt ihr dann die Relais so reinpacken und habt dann hier ganz viel Freiraum, um mit den Kabeln zu hantieren und das Ganze ordnungsgemäß hier unterzubringen. Ich lasse diese beiden Relais gleich bei mir verbauen. Für euch relevant, nachdem sie bei euch verbaut wurden und ihr den Strom wieder eingeschaltet habt, habt ihr 10 Minuten Zeit, hier diese beiden Relais mit der Switchboard-App zu verbinden. Sollten die 10 Minuten verstreichen, dann könnt ihr hier hinten zweimal auf den Knopf drücken oder ihr macht nochmal den Strom aus und wieder an. Und dann habt ihr wieder 10 Minuten Zeit. Für dieses Projekt braucht ihr unterschiedliche Werkzeuge und Materialien. Ich packe euch das ganz unten in die Beschreibungsbox, dann braucht ihr euch jetzt keine Notizen zu machen, lehnt euch zurück und genießt das Ganze. Wir fangen mit dem Wichtigsten zuallererst an, und zwar den 5 Sicherheitsregeln des VDE. Bitte beachtet diese, macht das nicht selbst, lasst das nur von einem Fachmann machen. Ihr spielt hier mit eurem Leben, das ist es absolut nicht wert. Finger weg, wenn ihr kein Fachmann seid. Und wo wir es von der Sicherheit haben, so ein Spannungsprüfer schadet auf jeden Fall nicht. Natürlich brauchen wir hier die Relais von Switchboard und an die Dose ranzukommen und das Ganze zu verschrauben und zu verklemmen, natürlich auch Werkzeug. Um die Kabel und Drähte zu bearbeiten, braucht ihr entweder einen Entmantler oder einen Abisolierer. Um mit den Kabeln zu arbeiten, schadet es nicht, hier einen Abisolierer, Entmantler oder unterschiedliche Zangen zu haben. Und wo wir es hier vom Kabel haben, ihr werdet mindestens in der Farbe Blau und Braun brauchen und außerdem empfehle ich euch hier, die Klemmen von Wago zu benutzen, weil die sind echt genial. Nachdem ihr die Sicherung wieder eingeschaltet habt, bewegt ihr euch bitte in die Nähe des Relays und dann öffnet ihr bitte einmal die Switchboard-App. In der Switchboard-App angekommen, drücken wir oben rechts auf das Plus und dann einmal auf Gerät hinzufügen. Jetzt scannt er schon hier Geräte in meiner Umgebung und kann hier den Relaisschalter sehen. Den drücken wir einmal drauf. Jetzt bekommen wir hier so einen Haftungsausschluss. Alles klar, weiter geht's. Dann wählen wir einmal den Relaisschalter aus, den wir hier hinzufügen möchten. Den orangen habe ich schon drin, also mache ich hier einmal den lilanen. Dann wähle ich aus, über welche Stromversorgung ich das reinbringe, in meinem Fall AC. Was ich persönlich ziemlich cool finde, es gibt jetzt hier eine bildliche Anleitung, wie ihr das Ganze hier anschließen sollt. Natürlich macht ihr das nicht selbst, sondern nur der Fachmann. Und es gibt eine Videoanleitung. Dann sucht ihr jetzt hier nach dem Gerät. Perfekt, da wird er auch schon direkt erkannt. Das klicken wir einmal an und drücken dann auf Weiter. Um das Ganze nun von überall aus steuern zu können, müssen wir das natürlich mit unserem WLAN verbinden. Also sucht ihr euch hier euer WLAN aus und gebt einmal euer Wi-Fi-Passwort ein. Und dann drücken wir einmal auf Weiter. Spannend auch der Hinweis, dass hier 5 GHz nicht unterstützt wird und nur 2,4 GHz. Jetzt können wir hier den Namen des Gerätes nochmal verändern. Ich belasse das jetzt erstmal so, können das in einen Raum hinzufügen. Dann können wir auch noch hier festlegen, ob wir das als Schalter oder als Licht darstellen wollen. Um euch den Unterschied gleich zum 1PM zu zeigen, wähle ich einfach hier mal Licht aus und dann haben wir einfach beide Varianten gesehen. Spannend, wir haben hier unten in Grau noch den Schaltertyp. Je nachdem, wenn ihr das mit einem Schalter anschließt oder nicht, habt ihr hier 4 Möglichkeiten eines Schalters. Der Taster ist hier der Momentanschalter. Kann dann auch nochmal automatisch aus festlegen und hier eine Zeit antragen, aber das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Deshalb ist hier bei mir automatisch aus nicht relevant und belasse es beim allgemeinen Modus. Und drücke auf Start Verwendung. Hey Leute, wusstet ihr, dass ich jede freie Minute in diesen Kanal stecke? Oft lasse ich Sachen liegen, nur um Videos für euch zu machen. Wenn ihr das wertschätzt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like dalasst. Und wenn ihr neu hier seid, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig keine weiteren coolen Videos mehr verpasst. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Bisher wurden alle Kommentare auf diesem Kanal beantwortet. Danke, dass ihr das alles möglich macht. Jetzt bekomme ich direkt den Hinweis, dass es eine neue Firmware gibt und die installiere ich mal ganz schnell. Standardmäßig war jetzt hier bei mir Auto-Update aktualisiert. Ihr könnt das natürlich auch ausschalten, einfach wie ihr hier lustig seid. Ich mache mal jetzt für euch den Schnelldurchlauf und aktualisiere das Ganze einmal. Perfekt, das Update ist nun erfolgreich eingespielt worden.
Jetzt haben wir das hier auf der Oberfläche und wenn wir hier auf diesen Schalter zum Beispiel draufdrücken, dann geht das Ganze an. Ich habe jetzt das Relais schalten gehört. Da ist eine Verzögerung von circa einer Sekunde und der hier ist zum Beispiel mit einem Licht aktiviert und das seht ihr. Jetzt ist hinter mir hell geworden. Wir aber schauen uns die Einstellungsmöglichkeiten hier von den Relais in der Switchbot-App an, damit wir uns mit dem Gerät hier noch besser vertraut machen können. Die Einstellungsmöglichkeiten vom Relais Schalter 1 und 1PM sind nahezu identisch und ich gebe euch einfach Hinweise, wo es hier unterschiedlich ist. Wir gehen jetzt einfach mal in den Relais Schalter 1PM rein, weil man dort mehr sehen kann als beim 1er. Und was ihr dort seht, das zeige ich euch. Ich habe das Ganze jetzt für euch eingeschaltet, einfach deshalb, damit ihr hier die Werte sehen könnt. Diese hat das Relais Schalter 1 natürlich nicht, weil es keine Power Measuring Funktion hier hat. Wir haben hier oben den Hinweis, dass das Gerät online ist. Das ist okay. Es ist hier mit irgendeiner Cloud verbunden und derzeit, mein Telefon ist ganz in der Nähe von dem Gerät, deshalb ist es auch per Bluetooth verbunden. Hier oben rechts kommt ihr zu den weiteren Einstellungsmöglichkeiten. Da gehen wir aber noch nicht drauf ein. Wir haben hier natürlich den Ein-Knopf, dann haben wir hier einmal einen Verlauf. Und hier könnt ihr den Gesamtverbrauch sehen, könnt zum Beispiel auch den Verbrauch der letzten Tage sehen, könnt hier auch nochmal mit der Kalenderfunktion einzelne Tage auswählen und so weiter. Könnt die Daten natürlich auch exportieren. Wichtig, Switchbot speichert die Daten nur für ein Jahr. Also merkt euch das. Natürlich, wenn ihr Home Assistant nutzt und Grafana und ähnliches, dann ist das natürlich kein Problem, aber wenn ihr nur auf die Switchbot-App hier euch verlasst, habt ihr nur ein Jahr. Danach haben wir die Funktion Timer und dort könnt ihr festlegen, ob ihr einen Timer haben möchtet, der zu einem bestimmten Tag und Zeitpunkt oder Intervall hier das Gerät ein- oder ausschalten soll. Das Ganze sieht dann wie folgt aus, dass ihr dann hier Einträge habt und dann verhält sich das Gerät, je nachdem, wie ihr das eingeschaltet habt. Könnt natürlich das Ganze auch wieder löschen und dann ist das auch weg. Drunter haben wir den Punkt Verzögerung. Wenn ihr das aktiviert, dann bekommt ihr hier eine Abfrage. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier 2 Stunden 3 Minuten mache, dann wird das Gerät hier nach 2 Stunden und 3 Minuten ausgeschaltet. Wenn es aus ist, wird es in dem Fall zu dem Zeitpunkt, was ich hier eingestellt habe, dann eingeschaltet. Und weiter unten haben wir den Punkt Protokolle. Dort seht ihr einfach, wann es ein- und ausgeschaltet wurde mit einem Zeitstempel. Das hier zur Übersicht und jetzt gehen wir zu den Einstellungen. Wir haben hier oben, wenn wir auf das Feld draufdrücken, nochmal die Möglichkeit, den Namen zu verändern, das Zuhause und den Raum. Also das kennen wir, deshalb lassen wir das. Wir können hier den Icon-Type nochmal verändern, von Schalter zu Licht und können dann auch unterschiedliche Icons hier festlegen, je nachdem, für was wir das nutzen. Danach könnt ihr hier den Schaltertyp nochmal festlegen. Das kennt ihr ja, deshalb gehe ich jetzt da nicht mehr drauf ein. Spannend ist der Punkt Mistouch Prevention. Hört sich ein bisschen kryptisch an. Und wenn ich den aktiviere, beziehungsweise ich habe den schon aktiviert, dann ist das Ganze wie folgt. Wenn ich das jetzt ausschalten möchte, bekomme ich hier ein Pop-up, ob ich das wirklich möchte. Und dann wird es ausgeschaltet. Als nächstes haben wir die WLAN-Einstellung. Könnt dann hier nochmal euer WLAN verändern. Spannend ist der Punkt Dienste von Dritten. Denn hier könnt ihr sehen, welche Dienste von Dritten hier möglich sind, zum Beispiel Alexa, aber auch SmartThings, Homey, IFTTT und natürlich Meta. Dazu kommen wir später noch. Wenn ihr zum Beispiel auf so einen Dienst von Dritten drückt, dann bekommt ihr hier die Möglichkeit, das zu verbinden und dann könnt ihr das Gerät hier zum Beispiel mit Alexa steuern. Als nächstes kommt der Punkt NFC, könnt dann hier einschalten, ausschalten oder umschalten machen. Auch wichtig ist der Punkt Meta Setup, denn wenn wir dort einmal reingehen, bekommen wir hier nochmal unseren Meta-Code, wenn wir ihn mal verloren haben. Ihr könnt auch das Bild speichern, den Code kopieren. Und weiter unten haben wir hier den Punkt Sekundärgeräte. Da kommen wir gleich dazu, denn das ist einer der coolsten Funktionen, welche hier die Relaisschalter von Switchbot ermöglichen. Und da wird es gleich nochmal richtig spannend. Sonst haben wir hier noch Hilfe, Feedback, Firmwareversion, Gerätinfos und ihr könnt das Ganze dann natürlich auch wieder aus der App löschen. Um jetzt das Ganze ins Home Assistant zu bringen, gibt es 2 Wege. Einmal über die Switchbot Cloud und einmal natürlich über Meta. Um das hier über die Switchbot Cloud zu machen, braucht ihr hier eure Daten, um das Ganze zu machen. Und das ist nicht ganz trivial, wie man das bekommt. Dazu müssen wir erstmal in die Switchbot App. In der Switchbot App angekommen, geht ihr unten rechts auf euer Profil und dann geht ihr auf Einstellungen. Hier geht ihr ganz runter zu Über und drückt dort einmal drauf. Jetzt seht ihr schon, sind bei mir die Optionen für Entwickler bereits zu sehen. Wenn diese bei euch nicht zu sehen sind, dann drückt ihr bitte auf dieses Feld App-Version 10 bis 15 Mal einfach so drauf. Und dann irgendwann sollte dann dieser Punkt Option für Entwickler erscheinen. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein.
Und hier seht ihr einmal den Token und den Geheimschlüssel. Und diese beiden braucht ihr gleich in Home Assistant. Im Home Assistant angekommen, gehen wir einmal zu den Einstellungen und dann zu Geräte und Dienste und dann auf unten rechts Integration hinzufügen. Hier gebt ihr bitte einmal SwitchBot ein. Jetzt bekommt ihr hier zwei Optionen, einmal SwitchBot Bluetooth und einmal SwitchBot Cloud. SwitchBot Bluetooth funktioniert mit den Relaisschaltern noch nicht, das mag sich in Zukunft ändern. Was aber auf jeden Fall funktioniert seit dem letzten Home Assistant Update ist die SwitchBot Cloud. Jetzt gebt ihr hier bitte einmal euren API-Token ein, das obere Feld von eben in der App, und einmal den API-Code, das untere Feld aus der App. Und dann drückt ihr auf OK. Nachdem ihr das gemacht habt, gehen wir jetzt einmal hier in die SwitchBot Cloud-Integration rein. Und bei mir könnt ihr 3 Geräte und 6 Entitäten sehen. Wir sehen hier einmal den Relais-Schalter 1. Der sieht wie folgt aus. Dann kann ich den hier ausschalten und kann den hier einschalten. Soweit nichts Wildes. Spannend ist, was zeigt der Relais-Schalter 1 PM ein. Dort haben wir auch einmal den Ausschalter und können das Ganze auch wieder einschalten. Und wir haben hier unten die Leistungsmessung. Und wenn ich mich nicht täusche, wenn ich das jetzt ausschalte, wie ihr sehen könnt, sind die Werte hier von der Leistungsmessung immer noch ersichtlich. Also die fahren nicht runter auf 0. Das ist halt, weil die SwitchBot Cloud jetzt einfach nicht die schnellste Geschichte hier ist, dauert es ein wenig, bis hier die Leistungsdaten dann wieder auf 0 runterfahren. Das ist natürlich hier an dieser Stelle ein Schwachpunkt. Also behaltet das auf jeden Fall im Hinterkopf. Hallo Community, wir haben uns wieder einmal zusammengeschlossen, um einen besonderen Ort zu schaffen, der uns als Gemeinschaft noch näher zusammenbringt. Ein Ort, an dem ihr nicht nur eure Probleme, sondern auch eure Projekte vorstellen könnt. Ein Ort, an dem wir als Community füreinander da sind. Dieser Ort ist unser neues Forum, in dem ihr euch ab sofort unter community-smarthome.com registrieren könnt. Wir freuen uns riesig auf euch. Ich habe euch jetzt lange auf die Folter gespannt und ich zeige euch erst das Ergebnis und dann, wie ihr dazu kommt. Wir gehen dazu einmal in HomeKit rein und dort könnt ihr schon sehen, dass ich den SwitchBot 1 PM schon ins HomeKit gebracht habe über Meta. Aber ihr seht nebendran noch ein Meta-Accessory. Ihr seht dort so ein Schlosssymbol und jetzt halte ich mal das in der Hand und dieses Gerät kann eigentlich kein Apple HomeKit und ich habe auch hier kein SwitchBot Hub Mini am Einsatz. Ihr habt es in der App gesehen, das war dort ausgegraut und wenn ich jetzt mal in HomeKit da auf dieses Symbol drauf drücke und ihr habt jetzt gesehen, ich konnte mein SwitchBot Log Pro abschließen in Apple HomeKit, obwohl das Log Pro das gar nicht kann. Und wie es dazu kommt, das zeige ich euch jetzt und erkläre das Ganze. Und da drücken wir oben rechts auf das Plus und einmal Gerät hinzufügen. Dann scannen wir hier einmal den Meta-Code ab. Spannend ist, es wird als Bridge erkannt und der ein oder andere kann sich jetzt vielleicht schon was denken und wir drücken hier zu Home hinzufügen. Dann bekommen wir hier diese Abfrage, drücken hier auf OK. Nur für euch zur Info, sollte das hier bei euch irgendwie länger hängen, einfach mal den Relaisschalter stromlos schalten, wieder Strom draufgeben, einschalten in der App und dann einfach nochmal versuchen. Pack das jetzt einfach mal ins Büro und drücke dann auf Weiter. Jetzt können wir hier auch nochmal den Namen in HomeKit verändern. Das passt für mich und drücke auf Weiter. Das wurde jetzt in HomeKit hinzugefügt und gleichzeitig erkennt es sich selbst auch als Gerät in HomeKit an. Und das fügen wir jetzt hier weiter in HomeKit hinzu. Jetzt kann ich das hier auf der Oberfläche ein- und ausschalten und auch hier den 1 PM, wie ihr gesehen habt, das reagiert sehr schnell. Jetzt aber zeige ich euch am Beispiel des SwitchBot Log Pro, wie ihr andere SwitchBot Bluetooth-Geräte über die Relaisschalter hier in Apple HomeKit verfügbar machen könnt, um sie dann in HomeKit zu steuern, was einfach eine super geniale Funktion ist. Ich habe jetzt das SwitchBot Log Pro entfernt, einfach, dass wir es gemeinsam jetzt hinzufügen können. Wir springen jetzt rüber zur SwitchBot App. Und dort gehen wir einmal in den Relaisschalter 1 rein, dann gehen wir zu den Einstellungen und gehen dann hier einmal zum Meta-Setup. Dort gehen wir zum Punkt Sekundärgeräte. Und wie wir hier sehen können, hat er sich selbst schon hinzugefügt. Und wir haben jetzt hier die Auswahl vom SwitchBot Log Pro. Ein weiteres SwitchBot Bluetooth-Gerät habe ich nicht. Aber hätte ich das, wäre das hier in der Liste ersichtlich. Alles, was einfach SwitchBot Bluetooth-fähig ist, drückt dann hier auf das Plus. Mehr oder weniger war es das auch schon. Und jetzt springen wir direkt in Apple HomeKit und hier können wir direkt unser neues Meta Accessory sehen. Und wenn ich dann hier zum Beispiel drauf drücke, bekomme ich hier diesen Schalter. Genauso gut ist es auch direkt, korrekterweise,
bei Sicherheit hinzugefügt worden, weil Schlösser sind in Apple HomeKit in der Kategorie Sicherheit angelegt. Also wie genial ist das denn? Mich flasht das total und mich würde es interessieren, seid ihr auch total von dieser Funktion geflasht? Schreibt mir das einfach unten in die Kommentare. Ich freue mich riesig, mich hier mit euch auszutauschen. Ja, das war's auch schon. Ihr seid zum Outro gekommen. Kommen wir zum Fazit vom Switchboard Relay 1 und 1PM. Und die große Frage, die ich mir immer so bei Reviews stelle, ist, wer sollte jetzt da zugreifen? Und die Antwort ist relativ einfach. Wenn ihr schon immer ein Relais wolltet, das out of the box Matter kann und somit mit Apple HomeKit, Samsung SmartThings, Google Home, Alexa und Home Assistant und vieles weitere kompatibel ist, dann habt ihr jetzt hier euren Relais gefunden. Denn der andere große Hersteller, wo auch Relais vertreibt, verspricht zwar schon bei seiner jetzigen Generation Matter, ist aber weit und breit nicht in Sicht. Also da wird man ein Stück weit ein bisschen im Regen gelassen. Switchbot macht das auf jeden Fall besser und liefert das direkt aus dem Werk raus mit. Und außerdem, wenn ihr viele Switchbot-Geräte habt, zum Beispiel hier ein Log Pro und alle anderen, die Gardinen-Switchbots und so weiter, dann könnt ihr diese, wenn ihr mehrere Relais bei euch zu Hause habt, dann ins Apple HomeKit bringen. Und ich finde das einfach nur super cool. Gerade wenn man einfach ein großer Fan von Apple und HomeKit ist und in dem Ökosystem so investiert ist, dann sind das auf jeden Fall eure Relais. Und wie ist eure Meinung zum Switchbot Relay 1 und 1PM? Schreibt mir das bitte unten in die Kommentare. Ich freue mich riesig, mich mit euch auszutauschen. Bisher wurden alle Kommentare auf diesem Kanal beantwortet. Also, das ist hier die Motivation. Und wenn jemand anderes unbedingt sich diese Relais anschauen sollte, weil er bereits in Apple HomeKit total investiert ist, Leute, nehmt dieses Video und teilt es mit denen. Ich denke, die freuen sich riesig drauf. Wenn euch das Video geholfen hat, hier das Ganze mit den Switchbot Relais noch besser zu verstehen, über ein Like freue ich mich riesig. Ich sage schon mal Dankeschön. Ansonsten, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao.